Verdammt! Trasser, müsst ihr hier spielen? Seht ihr nicht, dass hier gearbeitet wird? Entschuldige, Mama. Warum spielt ihr denn nicht beim Bach? Ich dachte, ihr habt dort euer Lager. Ich will dort nicht spielen, das ist unheimlich. Ja, da spuckt's. Das heißt spukt. Heißt nicht. Jetzt reicht's. Schluss damit. Ranet, hast du den beiden wieder Spukgeschichten erzählt? Das ist ungerecht. Immer werd ich beschuldigt. Das ist wirklich unheimlich. Der hört mir manchmal Stimmen und so. So ein Unsinn. Ich habe dort auch als Kind gespielt und da gibt es nichts Unheimliches. Das Einzige, was man hört, ist das Wasserrauschen. Das ist alles. Sucht euch einen anderen Spielplatz, aber nicht hier, denn hier wird gearbeitet. Und auch nicht so tief im Wald, verstanden? Ja, Mama. Ranet, du bist die Älteste. Du passt auf die beiden auf. Ja, Schafra. Los, weg mit euch. Gib mir auch noch was. Wer ist da? Kommt raus, wer immer ihr seid. Das ist nicht lustig. Ich habe den Kindern nicht geglaubt. Und als ich dann da war, da war wirklich etwas. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Es war wirklich unheimlich. Und ich hätte die Kinder dort zum Spielen hingeschickt. Ich meine, was für eine Mutter bin ich? Die Kinder waren klug genug, den Ort zu meiden. Und du hast das Richtige getan und bist hergekommen. Ja. Ich werde mich um die Sache kümmern, ja? Ja.
Geh du ruhig wieder ins Dorf zurück. Ich denke, dort gibt es genug zu tun. Mach dir keine Sorgen. Ach, Evelyn. Ich denke, ich werde ins Dorf gehen, ein paar Fragen stellen. Du weißt die Antworten vermutlich. Aber du legst ja immer so viel Wert darauf, dass ich selbst drauf komme. Rodan? Auf einen Wurf. Cleona, was führt euch her? Ein paar Fragen. Letzten Herbst, als Fionnuala krank wurde und bevor ich ins Tal gekommen bin, ist da vielleicht irgendjemand aus dem Dorf gestorben? Ja, die alte Ida. Und hat Fionnuala die rituellen Worte gesprochen? Nein, zu der Zeit war sie schon so krank, dass sie die Hütte nicht mehr länger verlassen konnte. Kiva hat die Worte an ihrer Stelle gesprochen. Mhm. Sind die Worte vielleicht anders ausgesprochen worden? Nein, wie immer. Bist du sicher? Ja, ich war selbst dabei. Das ist jetzt nicht die Zeit für Ausflüchte, Rodan, das ist wichtig. Bist du dir wirklich ganz sicher? Es ist nicht die erste Bestattung, die ich erlebe. Die Worte waren wie immer. Und das Trankopfer? Wurde dargebracht. Sicher? Ja, ich bin ganz sicher, ich habe es selbst vergossen. Und bevor ihr fragt, auch der Wacholderzweig wurde verbrannt, sodass der Rauch in den Nachthimmel steigen konnte. Könnte in der Zeit vielleicht irgendjemand anders gestorben sein? Nein, das wüsste ich. Vielleicht ein totgeborenes Kind? Ich sagte nein, ehrwürdige Mutter. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ruhelose Seelen im Hammer der Göttin, zeig mir, wer du bist. Gehuhei. Das Baldo. Gehuhei.
Rodan hat nichts von einem Mann gesagt. Finola hätte doch nicht zugelassen, dass eine verlorene Seele im Tal umgeht. Worauf bin ich da noch wieder gestoßen? Auf dich wirkt das Dorf sehr klein und einfach. Aber wisse, auch hier gibt es viel Böses und Geheimnisse. Scheinbar gutmütige Menschen können Böses in sich tragen. Und Menschen, denen man es nicht zutraut, haben viel Weisheit in sich. Ich vermag es wohl, die Menschen zu erkennen. Du bist jung und du urteilst vorschnell. Stelle dein Urteil stets in Frage und wisse, wann es wichtig ist, auf dein Gefühl zu hören. Entweder du hast ein sehr schlechtes Gedächtnis oder du hast mich belogen. Ich würde euch nicht belügen, Cleona. Wenn ich euch beleidigt habe, bitte ich um Vergebung. Ein Mann. Hager. Scharf geschnittene Züge. Gut gekleidet, wohlhabend. Leicht schiefe Nase, durchdringender Blick. Schütteres, helles Haar. Älter schon, aber noch kein Greis. Willensstark vermutlich. Wann ist er gestorben? Wer ist er? Warum hast du mir nichts davon erzählt? Das klingt wie Karadok. Er ist ein fahrender Händler, kommt aus dem Süden. 2 bis 3 Mal im Jahr ins Tal. Das letzte Mal im Hochsommer. Aber da ging es ihm noch gut. Für gewöhnlich übernachtet in der Schmiede und an seinem letzten Abend habe ich noch einen Krug Wein mit ihm geleert. Aber warum sollte er gestorben sein? Er ist gestorben. Und zwar hier ganz in der Nähe. Seid ihr sicher? Ja? Zumindest wenn du mit der Beschreibung sicher bist. Aber das würde bedeuten, dass er den Pass nie erreicht hat. Vielleicht ist er von einem Bären angefallen worden? Oder ein Steinschlag? Oder jemand hat ihn überfallen und ermordet. Ich werde mich morgen auf den Weg zum Pass machen. Vielleicht finde ich ihn, falls nach dem Winter noch irgendwas zu finden ist. Aber ich denke, seine Überreste sollten begraben werden. Seine Seele geht umrodern, hier beim Dorf. Ein paar Kinder haben sie gesehen und Schofra auch. Wenn er auf der Reise einfach bei einem Unfall umgekommen wäre, dann wäre seine Seele in seine Heimat gezogen. Aber sie ist hier geblieben und deshalb denke ich, du kannst dir deine Suche sparen, du wirst dort nichts finden. Das war kein Unfall. Hier im Dorf ist ein Mörder. Angenommen, es stimmt, was ihr sagt. Natürlich stimmt es. Gut, und was wollt ihr jetzt tun? Das muss vor die Dorfältesten. Du kannst nicht... Ihr könnt deswegen keine Dorfversammlung einberufen. Ja, und warum nicht? Willst du die ganze Sache totschweigen? Keiner redet mehr darüber? Meinst du, so lassen sich die Dinge klären? Natürlich nicht. Aber es hat überhaupt keinen Sinn, eine solche Anklage vor dem ganzen Dorf vorzubringen, ohne jeden Beweis. Ihr könnt doch nicht einen Toten als Zeugen für seine Ermordung vorladen. Ich habe schon Mittel und Wege, den Schuldigen zum Reden zu bringen. Cleona, das geht nicht. Eine Hexe kann sowas nicht tun. Ach ja? Sagt wer? Die Tradition sagt das. Soweit es mit dem Dorf und der Anderswelt zu tun hat. Oder wenn es darum geht, die Menschen durch den Jahreskreis zu begleiten. Das ist allein eure Verantwortung und eure Entscheidung. Aber was bei einem Verbrechen zu tun ist und wie es zu sühnen ist, das liegt in den Händen der Dorfältesten. Und die werden Beweise sehen wollen. Die kann ich Ihnen schon bringen.
Es ist nicht Aufgabe einer Hexe, nach einem Mörder zu suchen. Ach, und wessen Aufgabe ist es dann? Deine vielleicht? Ja, vielleicht ist es meine. Ich kenne die Dorfbewohner besser als ihr. Und mir wäre wohler, wenn ihr über diese Sache erstmal mit niemandem reden würdet. Ich will nicht, dass das ganze Dorf von Verdächtigungen zerrissen wird. Und was gedenkst du zu tun? Ich werde mich mal umhören. Ich kann mit jedem im Dorf unauffällig reden. Vielleicht stoße ich auf irgendwas, wenn ich den Namen Karadok erwähne. Wie du meinst. Aber denk dran, eine ruhelose Seele geht im Dorf herum. Was auch immer ich für Magie wirken kann, um sie in die Anderswelt zu geleiten, ich denke nicht, dass sie Ruhe finden wird, bevor nicht der Mörder bestraft wurde. Worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Ach ja, das Frühjahr ist wieder gekommen. Arbeit, nichts als Arbeit. Was du nicht sagst. Mir tut von der Arbeit jeder Knochen weh. Und es ist immer noch so viel zu tun. Naja, wenigstens sind die Pässe bald wieder frei. Und dann taucht vielleicht auch Karadok wieder auf. Ich habe dieses Jahr ein wenig Geld übrig. Vielleicht werde ich mir wärmere Stiefel für den Winter leisten. Davon kann ich nur träumen. Vielleicht hätte ich doch den Gehilfen des Schmieds heiraten sollen. Dann könnte ich jetzt auch über neue Stiefel nachdenken. Vorsicht jetzt. Ich mach ja schon. Ach, was versuche ich da eigentlich vorzumachen? Was meinst du? Es ist wegen... Es ist wegen Cliona. Sie glaubt, dass Karadok ermordet wurde. Dass es seine Seele war, die dich am Bach erschreckt hat. Aber wenn sie eine solche Anklage erhebt, dann wird im Dorf jeder jedem misstrauen. Also habe ich gesagt, ich kann mich ja mal umhören, aber ich bin auf absolut nichts gestoßen. Keiner, mit dem ich geredet habe, reagiert irgendwie verdächtig, wenn ich den Namen Karadok fallen lasse. Das Ganze ist so sinnlos. Rordan, warte! Ich muss dir was sagen.
Du, ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich möchte jetzt keinen Unschuldigen anklagen, aber ich weiß nicht. Der Einzige, der mir einfällt, ist Kian. Warum ausgerechnet er? Naja, er scheint in letzter Zeit viel Geld zu haben. Und er hat sich ein Pferd gekauft. Das habe ich zumindest von Knecht von Alva gehört. Alle wissen, dass er Geld gespart hat, weil er heiraten will. Ja gut, ich will mich da eigentlich auch gar nicht einmischen. Es ist mir einfach nur durch den Kopf gegangen. Man sieht sich. Rodan! Wie geht's voran? Kian, Bier. Kommt sofort! du meinst den Pflug, den wir für dich reparieren? Klar, den auch. Der Meister flucht über das Ding, dass es eine wahre Freude ist. Sag mal, das ist doch eigentlich Alvas alter Pflug. Machst du die Felder für sie oder hast du ihn ihr abgekauft? Hab ich gekauft. Weißt du, ich will meine Felder erweitern. Die paar Äcker, die mir Vater hinterlassen hat, die reichen gerade so, um über die Runden zu kommen. Und ich dachte, wenn ich den Wald am Dachshügel noch ein Stück zurückschlagen kann. Prost! Rodan, weißt du, in eurem Dorf mache ich eigentlich keine großen Geschäfte. Aber ich komme immer wieder gerne. Ach ja? Und warum ist das so? Liegt es mehr am Wein oder an der Gesellschaft? Weißt du, ich komme hier eigentlich nur durch, weil ich zum großen Markt der Gletscher gehe. Ja, das heißt, da komme ich hier durch. Zum Wohle. Du aber, wenn du morgen aufbrichst, sei vorsichtig. Besonders am Schwarzwasserpass. Da soll schon wieder eine Räuberbande ihr Unwesen treiben. Ja, weißt du, die alte Inet, mein Pferd, die riecht Gefahr schon vom Weiten. Und du glaubst nicht, wie die galoppieren kann, wenn es darauf ankommt. Ja, und außerdem habe ich das bei mir. Seit 30 Jahren kommt es immer auf meine Reisen mit. Und es hat mir immer Glück gebracht. Das habe ich mal von einer alten Hexe bekommen. Rodan? Ja, guter Plan. Nichts, was du vor die Dorfältesten bringen könntest? Er sagt, er hat den Anhänger von Karadok bekommen, als Geschenk. Ich war natürlich nicht den ganzen Abend mit ihm zusammen. Ich kann es nicht sicher sagen. Klingt auch mehr als unwahrscheinlich. Ich meine, wenn das Karadoks Talisman gewesen ist, sowas verschenkt man doch nicht einfach und erst recht keinem flüchtigen Bekannten. Natürlich nicht.
Aber wenn er den Anhänger verborgen getragen hat, dann bin ich wahrscheinlich der Einzige, der davon weiß. Und dann ist es Kians Wort gegen meins. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Und der plötzliche Reichtum? So wie er es erzählt, war das Ersparte schon immer da. Und weil er jetzt bald heiraten will, wollte er es eben jetzt ausgeben. Verdammt nochmal, ich weiß, dass es getan hat, ich weiß es. Aber wenn die Sache vor die Dorfältesten geht, dann ist es Kians Wort gegen meins. Und alles, was ich habe, sind Vermutungen, Kleinigkeiten. Für eine Verurteilung reicht das nicht. Aber das reicht, um das Dorf zu spalten. Und das ist die Sache nicht wert. Du hast getan, was du tun konntest. Aber ich denke, jetzt werde doch wohl besser ich mit ihm reden. Wir müssen reden. Worüber? Über den Händler Karadok und was mit ihm passiert ist. Was ist mit ihm passiert? Er ist tot, Kian. Wir beide wissen, wie es passiert ist. Das Amulett an deinem Hals schreit deine Schuld heraus. Vielleicht wird man es dir niemals beweisen können. Vielleicht doch. Das spielt keine Rolle. In dieser Gemeinschaft ist kein Platz für dich. Du hast 3 Tage, um deine Angelegenheiten zu klären und dieses Dorf zu verlassen. 3 Tage, Kian. Wenn ich dich nach dieser Zeit jemals wieder hier sehen sollte, wirst du lernen, was es heißt, den Zorn einer Hexe herauszufordern. Aber wie soll ich 3 denn... Tage, Kian, um deine Schuld an einen anderen Ort zu tragen. Und das ist noch großzügig. Geh mir aus den Augen. Karadok, der du hier zu Tode gekommen bist. Nimm die Gaben, die wir dir in die Anderswelt mitgeben. Stärke dich an Wein, bevor du deine lange Reise antrittst. Sieh, ich werde dir den Weg weisen, der dich zum Kessel der Wiedergeburt führen wird, und ich werde dich die Worte lehren, die du brauchst, um an seinen Wächtern vorbeizukommen. Ich bitte dich, hege kein Groll mehr gegen uns. Vertraue auf die Göttin, denn durch sie wirst du wiedergeboren werden, um neu zu leben und neu zu lieben. So sei es. So sei es. Spirit pandia hiel kif, art wanringen spiriten mif, an kinshil an amamo chwil, gocheon handria bare hiel, o handria bare hiel.